Das ist ein perfekter W124. Wenn du alle Einzelheiten inklusive Fahrzeughistorie erfahren möchtest, dann schau dir dieses Video an. Hallo und herzlich willkommen. Dieser W124 ist für mich perfekt. Hier stimmt einfach alles und entspricht auch meiner Vorstellung. Ich werde gleich den Wagen vorstellen und nenne auch den Preis, den ich für den Wagen bezahlen musste. Dieser W124 gehört zu den ersten der Serie Mopf 1. Er wurde in Böblingen in Baden-Württemberg bestellt. Der Käufer, ein älterer Herr, geboren im Jahr 1927, war bei der Fahrzeugbestellung fast 62 Jahre alt. Der Wagen wurde an einem langweiligen Donnerstag, den 26. Oktober 1989 zugelassen. Das hat sich aber sehr schnell geändert. Genau 2 Wochen später, also in 14 Tagen, ist die Mauer gefallen. Und so ging es weiter. In seinem ersten Sommer, am 8. Juli 1990, ist Deutschland in Italien durch das Tor von Andi Brehme zum 3. Mal Fußball-Weltmeister geworden. Und als der Wagen fast ein Jahr alt war, wurde Deutschland am 3. Oktober 1990 wieder vereinigt. Nach dem turbulenten Jahr hat er die Welt meistens aus der Garage beobachtet. Er wurde sehr selten bewegt, deshalb hat er heute für sein Alter eine sehr geringe Laufleistung von nur 115.000 Kilometern. Diese kann durch das Checkheft und TÜV-Berichte, die von Anfang an gesammelt und archiviert wurden, nachgewiesen werden. Sie befinden sich in dem dicken Ordner mit der restlichen Dokumentation. Das spiegelt sich auch im Zustand des Fahrzeuges wider. In der Classic Data Bewertung hat er eine Note 2+ erhalten. Das heißt, dass der Zustand zwischen 2 und 1 liegt. Das ist die genaue Erläuterung zu dem Zustand 2. Und das ist die Beschreibung für den Zustand 1. Da in dem Zustand 1 die Begrifflichkeit Zustand wie neu oder besser erscheint, habe ich hier noch die Beschreibung visualisiert. Und jetzt, nachdem der Zustand des Wagens bekannt ist, komme ich zu der Ausstattung. Er hat eine Metallic-Lackierung in Perlmutt-Grau und das wärmedämmende Glas. Dazu kommt noch die Zentralverriegelung und die 8-Loch-Aluminiumfelgen, die laut Dokumentation 1992 bei Mercedes nachgerüstet wurden. Der Wagen wurde nämlich serienmäßig auf Stahlfelgen ausgeliefert. Im Rahmen der Aufwertung hat er auch nachträglich zusammen mit den Alufelgen den Fahrer-Airbag bekommen. Im Laufe der Zeit hat er noch weitere Aufwertungen bei Mercedes-Benz erhalten. Diesmal war es das Radio und die elektrische Antenne. Ursprünglich wurde das Fahrzeug nur mit einer Radiovorbereitung bestellt, also ohne Radio. Geschaltet wird mit dem 4-Gang-Automatikgetriebe. Darüber hinaus hat er noch 2 elektrische Fensterheber vorne und den elektrisch einstellbaren Außenspiegel rechts. Eine ganz seltene Zusatzausstattung sind die elektrisch einstellbaren Sitze, links die Fahrerseite und rechts die Beifahrerseite. Hinten wurde er mit den Kopfstützen und dem elektrischen Säulenroller ausgestattet. Und wenn ich bei der Elektrik bin, dann muss ich noch das elektrische Schiebehebedach erwähnen. Funktioniert übrigens perfekt wie bei einem Neuwagen. Hier der kurze Test. Jetzt ist die höchste Zeit, den Motor anzusprechen. Es handelt sich um den M102 mit 132 PS und 198 Newtonmeter. Der Motor ist in einem perfekten Zustand. Das sieht man auch in dem Speed-Test, den ich durchgeführt habe. Der Link zu dem Video befindet sich in der Infokarte und der Videobeschreibung. Und hier noch ein kurzer Ausschnitt aus dem Video. Spätestens jetzt stellt man sich die Frage, wie der Wagen aus Baden-Württemberg nach Berlin gekommen ist. Er ist im Jahr 2018 bei dem prominenten Berliner
Der Händler ist auch aus diversen Presseartikeln bekannt, wie zum Beispiel hier Autobild Klassik oder hier ein Artikel aus der Berliner Morgenpost. Darüber hinaus gibt es diverse Internetberichte. Ja, und genau dort wurde der Wagen von einem älteren Ehepaar aus Berlin-Treptow-Köpenick gekauft. In deren Besitz befand sich der Wagen bis Januar 2021. Sie haben sich dann nach 2 Jahren und ca. 4000 Kilometern entschieden, den 124er durch ein Cabrio zu ersetzen. Und dann ist er bei mir gelandet. Ich habe am 30. Januar 2021 den Kaufvertrag unterschrieben und ein paar Tage später stand er bei mir. Diese Aufnahme habe ich gemacht, kurz nachdem ich zu Hause angekommen bin. Die Abdeckplane habe ich beim Kauf auch erhalten und den Wackeldackel musste ich neu kaufen. Der andere, der von Anfang an dabei war, musste als Erinnerung bei dem Verkäufer bleiben. Im nächsten Schritt hat der Wagen von mir im Mai 2021 das H-Kennzeichen bekommen. Dafür war keine Vorbereitung notwendig. Nur hinfahren, die strahlenden Augen und das Lächeln des Prüfers sich angucken und wieder nach Hause fahren. Und jetzt, bevor ich den Kaufpreis nenne, werde ich noch ein paar Aufnahmen von dem Fahrzeug zeigen, damit du dir noch Gedanken machen kannst und deinen Tipp zum Kaufpreis abgeben kannst. Den kannst du mir gerne später per Kommentar mitteilen. So sieht es also aus. Ich habe eigentlich einen Diesel gesucht, aber die vollständige Fahrzeughistorie und der tolle Zustand des Wagens haben mich überzeugt. Mittlerweile liebe ich den Wagen und er ist für mich unverkäuflich geworden. Es gibt Leute, die sagen, dass ich zu viel bezahlt habe. Es gibt aber auch welche, die sagen, dass es ein super Schnäppchen war. Du kannst es jetzt selbst beurteilen. Ich habe für den Wagen inklusive die Abdeckplane 7.300 € bezahlt. Das waren alle Einzelheiten zu diesem Fahrzeug. Schreib mir gerne in einem Kommentar, ob du den Wagen auch perfekt findest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.